Hey yo, wir schauen uns jetzt an Inside Star Citizen. Morville Lorville. Okay, wir gehen direkt rein und ich bin sehr gespannt. Wird Lorville gezeigt. Ich glaube, das ist schon mal relativ sicher, oder Leute? Und hoffentlich vielleicht schon mal ein bisschen was zu Invictus und was für Schiffe da eventuell auf uns zukommen. Das wäre natürlich meine große Hoffnung. In 2865, Hurston Dynamics purchased a planet in the Stanton system and began the process of looking for their capital. Being careful not to build on the resource-intense areas they bought the planet for in the first place. Because you gotta leave all that free for the mining, after all. Now, during that search, they designated one particular area already filled with structures that house the on-world workers by the three-letter designation LOR, an acronym for the rather dismissive title Local Occupational Residency. And after essentially requiring all of their workers to live there, because it makes it easier to keep an eye on everyone, the town eventually gathered an unofficial temporary nickname. And as anyone that's ever built something huge and complex can tell you, there are few things in life more permanent than an unofficial temporary nickname. Now, eventually, the Hurston family... Es stimmt halt. Du gibst irgendwas nur mal, hier, das nehmen wir jetzt einfach erstmal so. Es wird für immer so heißen. Ich war jetzt schon in so vielen Unternehmen und allen möglichen Kram und es gibt immer irgendwelche Sachen, die wurden irgendwann mal von einem scherzhaft irgendwie so genannt und dann so, ja, jetzt haben wir uns alle dran gewöhnt, lassen wir es einfach mal so. Finde ich mal geil. Und ich finde auch die Lore tatsächlich ganz nett hinter dem Namen. They made this the center of all commerce and residence on the planet. And thus, Lorville continued to grow and expand and be built upon. And in the upcoming Alpha 319, it's taking its next major step forward towards becoming the thriving, brutalist cityscape old Solomon Hurston would be proud of. Nun gut. Well, how would I describe Lorville to somebody who's never seen it? Lots of crazy stuff happened there. I don't know, man. It's very dusty. Definitely very dusty. Passiert viel verrückter Kram und ist halt staubig. Kann ich jetzt wieder an die Arbeit gehen? Yeah. I think it would be something that's a very place that's very polluted. It would be a place that's very oppressive, but also pretty lively at the same time. People are working there day and night. Lorville is essentially a mega city. It's sprawling, it's huge, and it's on a Stanton 1 planet inside the Stanton system. The story of Lorville, I know that it was built by a company, a family business. It's ruled by the Hurston family, and it's a very authoritarian regime. Place that's very expensive in the scale of it. Reminds you a little bit of 1984, that kind of stuff, maybe. Also a little bit of a Tyrell Corporation from Blade Runner, something Ja, also daran erinnert es natürlich beides sehr. like that. That's what comes to my mind when I think of Lorville, yeah. Und das ist auch cool. Das ist jetzt nicht eine Utopie oder so, wo jeder leben will, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an Star Citizen, das bildet ganz verschiedene Arten von Städten ab und das ist auch okay. Ja, muss ja nicht immer alles wunderbar und toll sein. Solche Planeten gibt es in Star Citizen auch, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Stanton-System, aber zum Beispiel bei Terra oder so. Ja, Terra wird vermutlich eine ziemlich utopische Planetenlandschaft bieten und Städte und whatever. Aber das hier ist halt, das ist dreckig. Das ist ja auch ein bisschen eine Parabel auf Gier und auf Großkonzerne und so weiter. Und wir können es, glaube ich, cool finden und trotzdem quasi die Gesellschaftskritik darin sehen. Und auch einfach mal nicht die Gesellschaftskritik daran sehen, sondern einfach es nur cool finden. Einfach nur cool finden. Würde mich jetzt interessieren, schreibt das gerne auch mal hier in den Chat und in die Kommentare. Würdet ihr in Star Citizen eure dauerhaft Residenz auf Lorville haben wollen? Gibt es irgendjemanden in meiner Community, der sagt, yes, Lorville, das ist genau mein Planet, genau da will ich mein Apartment haben, whatever. Wenn es die Möglichkeit gibt in-game, dann Lorville auf jeden Fall sofort. Ich wäre da ja dann eher bei A-Corp, wenn ich sowas Industrielles möchte, aber
Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich habe schon viele gehört, die Microtech geil fanden. Aber einfach weil es da auch Bäume gibt und so. Das ist ein bisschen schöner dort quasi. Aber halt auch kalt. Ist halt auch kalt. Ich bin ja großer Verfechter auch von, ja, wunderschönen Crusader und so weiter. Gibt keinen Boden, aber es gibt auch dort schöne Pflänzchen. So a landing zone like Lorville is a hub for the players. It has many services. There's the hubs, the habitations, and from there, like they can spawn. There's the Mhm. hospitals. There's shops. There's missions. There's obviously multiple areas and some new areas as well. When you're arriving from your ship, the first thing you're gonna see is Ist auch gut, dass sie uns den ersten Blick jetzt so wirklich aus Ingame-Perspektive aus der Freelancer geben. Das Schiff, was auf jeden Fall bekannt ist für seine tolle, ja, Aussicht einfach aus dem Cockpit. well, you're gonna see the CBD, of course. Central Business District, and this is where the Hurston family oversees the city. There's the spaceport that obviously has a lot of the transit line going to. You can also go to the L19 where there's obviously some residential. Leading up from like the center, we have like those transit lines that are like going in different directions from the center of the city, and from there, there's many districts inside the inner city. In the inner city, we represent the different classes of the residents of Lorville. There's areas of where there's more wealth. These are like higher up top, and they have like gold cladding on their buildings. And we Sieht have cool like, aus. lower areas that are like closer to the industrial areas. Ja, der Mentor schreibt hier auch, er hat zwar gerade da seine Residenz, aber er will dann ins Terra-System, also so komplett eine 180-Grad-Wende letztendlich. Finde ich auch gut. Und Sven findet Horizon auch mit am schönsten hier. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon richtig gespannt aufs Terra-System, aber And it's mainly Lorville ist auch nice. Vor allen Dingen, wenn du dann in so einem, jetzt nicht, ja, nee, ich will gar nicht sagen, so, du musst in so einem goldenen Haus da wohnen. Ich glaube, das ist auch sehr stimmungsvoll. Sehr stimmungsvoll, dort generell in Lorville zu wohnen. Und wenn dann du dort Geld auch noch verdienen kannst und vielleicht ein paar richtig geile Jobs dort hast, warum dann nicht? Warum dann nicht dort auch leben? Müssen wir halt gucken. Ich hoffe ja ein bisschen auf stadtspezifische Jobs, ne? So Sachen hier, die man halt nur bei Lorville machen kann, weil die nur dort Sinn ergeben oder so. Und genauso auch bei den ganzen anderen Hauptlandezonen und so weiter, um denen noch ein bisschen mehr Personality zu geben, auch von den Aktivitäten, die man dort tun kann. residential and commercial. We have like lots of opportunities for branding. The branding comes mainly from Nicolas Fartin's team. So we partnered with them, and they come up like with new brands. In turn, the environment art team helped to integrate those into billboards and holograms throughout the city. Darf ich kurz sagen, dass ich diese Werbetafeln gerade alle schrecklich fand? Können wir nochmal zurückgehen? Ich komme ja so ein bisschen aus einem Werbestudium und Design und allen Kram und so weiter. Und die Hurston Group Assurance finde ich schrecklich von der Schriftzug-Logo-Kombination hier. Finde ich irgendwie nicht so geil. Das passt irgendwie gar nicht. Und dann diese schreckliche Schrift hier unten. Was nochmal eine andere Schrift als die beiden Schriften hier oben ist. Und dann mit so einem Schlagschatten einfach auf einem grauen Hintergrund. Das sieht so richtig unedel aus. Das hier sieht ganz okay aus. Ja, das ist okay. Es ist nur ein bisschen grafischer Effekt nochmal drüber, aber das ist okay. So we partnered with them. Oh, guck mal, habe ich perfekten Frame erwischt, wo man es gerade sieht. Hier oben. Also das ist natürlich hier ein Glitch, ein grafischer Glitch, aber auch das, hier ein bisschen Schrift, ein bisschen weiter rechts Schrift, dann hier Logo,
ein bisschen Offset nach rechts. Sorry, dass ich mich gerade da drüber aufrege, aber ich hoffe, ein paar von euch können da nachvollziehen, dass ich gerade total verwundert bin, weil CIG sonst, was so Marketingmaterialien und auch Ingame-Marketing-Sachen und so angeht, eigentlich top ist. Und das sieht immer so super aus. Und das sieht jetzt hier alles so richtig wie vom Praktikanten aus, wenn ich das mal so plakativ sagen kann. Nichts natürlich gegen die Leute, die es gemacht haben. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Stil, den sie hier übertragen wollen. Aber auch hier unten. Die Schrift, das kann man ja kaum lesen hier über dem Weiß. Das macht man aber gar nicht. Nette Ideen hier mit dem I und dem R, aber ich weiß ja nicht. Die ganze Platzaueinteilung und so, das ist, ich weiß nicht. Okay, ich höre jetzt auf, mich darüber aufzuregen. Es ist komplett irrelevant. And they come up like with new brands, enter the environment. Auch das, ne? Also, was ist das denn? First Impressions last, ja. Also, Our team helped to lassen wir es. Ich werde das jetzt nicht integrate nochmal those into auseinandernehmen. billboards and Das interessiert, holographs glaube ich, die throughout meisten the von euch city. nicht. Aber sie erwähnen es hier, also muss So ich the auch drüber areas like reden. the CBD, the L19 at the spaceport, you're all familiar with. Aber immerhin, these Sven haven't sieht's so. changed. They just moved slightly because they were already up to a quality that still works today. And what we've worked on is the connecting tissue between those to make like the city feel actually the big size compared to what it was. Buildings are now much higher, but you're also going to see how the city now extends further away, a little bit like tentacles, right? And it spreads out into those smaller islands. We call them islands. Und das finde ich cool, weil wirklich jede Stadt, die wir aktuell im Spiel haben, jede Major Landing Zone, ist so vom Ansatz her komplett anders. Bei Microtech, bei New Babbage hat man sowas wie so ein Haupthub, wo das in alle Richtungen so ein bisschen geht und der Airport ist nochmal in so einen Felsen eingebaut und so. Und das ist sehr weit und offen. Dann hast du natürlich A-Corp, was einfach komplett eine Stadt ist, was soll man sagen. Und dann Horizon, wo du so wie so Inseln hast. Überall hast du Inseln und man fliegt zwischen den Inseln hin und her. Und hier hat man so ein Monument und das wie so ein Baum geht das nach oben hin auf. Das ist cool, wie so ein Berg oder es ist interessant einfach, dass wir wirklich so viele unterschiedliche Städtestile auch hier haben in Star Citizen. Das ist cool. Those are the industrial islands. Let's say you start from the spaceport and you want to travel outside towards the industrial islands. First of all, they're much further away, but they're still connected. You know, they connected using pipelines from the city to the outskirts. And once you get to the industrial islands, you can see, you know, it's filled with chimneys, lots of activities happening there. It really shows, you know, Cool. the might that is Also keine Ahnung, was das für Drehdinger sind, aber die sind cool. there. It really shows, Deswegen. you know, Nochmal the angucken. might that is Hurston Dynamics and the Hurston family itself. Yeah, I think that's a good answer. Ja, kenne es. Ja, den Goldkollegen haben wir jetzt oft genug gesehen. Oder steht der da einfach alle 3 Meter? Ist das so ein Ding? Stehen die jetzt überall, diese Goldstatuen von Hurston? So making Lorville was not like a straight line. There was many like challenges. Yeah, cool. And we didn't really have expectations of what we could achieve or not achieve. We just went with our feelings. What kind of city we wanted to build, basically. You know, we tried to create a certain variety of colors inside the city, but overall it remains pretty gray. But at the same time, it's also pretty dusty. You know, it reflects the pollution, how industrial the city is. And in the end, like we're just like driving that point that it's like heavily polluted, or authoritarian, and that it's in everything we do. Und das ist geil, oder? Auch allein, dass man die Stadt dann teilweise gar nicht sehen kann, weil die Verschmutzung so groß ist. Das gibt der auch ein bisschen was Mystisches. Ja? So ein bisschen, es hat auch was Viktorianisches, so viktorianisches London-mäßig. Alles ist so voller Kohle, Staub quasi. Es ist irgendwie, es hat was. Ja, genau, die können auch welche von solcher der Welt aufstellen. Ich meine,
Wer hindert uns denn daran, dass wir da so ein bisschen sowas aufs Gesicht mal draufkleben bei so einer Statue? Lighting is very important when you're coming to a location. When one of the last part that the artist will do, it really brings the life to all the previous work that the environmental artist did. Lighting drives the eye. It makes us look at places, and it just like enhances the contrasts, and we get like a whole better look through that lighting. The lighting Ja, really it oi. brings in the whole Wie cool das einfach bei Nacht aussieht. atmosphere. And during the night, we want to bring that feeling of liveliness to the city. Yeah, night is pretty badass with all the new buildings, the taller buildings, Oh. the windows and everything. Little red lights, blinking red lights across the city. As a player, when you come in and you see these giant structures, but also these little lights, it really shows, you know, okay, this is a really big building. Try to put a lot of small details, small elements like street lights, containers. Wie viel das ausmacht, das sieht so gut aus, oder? Das wirklich, nachts sieht das ja so voller Leben aus irgendwie. Also a little bit of some pathways for vehicles to move around. That really helps to solidify the idea that, you know, this is a giant city, giant facilities that are being built inside the city. And yeah, it's huge. There's a lot of different viewpoints right now, so you'll be able to appreciate it from a lot of different distances and viewpoints, even if you're far away. Still a very bustling city, lots of activities happening. You can also see people taking the train, the transit to move around the city to, you know, get from their habs to their workplace. The lighting on the transit line has been really, really improved. You'll have a lot more to see when you're going through these different lines, and I think it's going to be very exciting. It's not just the lights in the city, but also in the industrial islands. Even though they're a bit further away, they have these giant, I call them cauldrons. It's like burning some sort of material. It's very orangey. It glows a lot. Das sieht so cool aus. Das sieht ja auch aktuell in den Raumstationen so geil aus, diese Refineries. I think you can actually see them from outer space, lighting at night with Oh, these ja. cauldrons. It's Cool. really amazing looking. The atmosphere is really important as well. It gives like the depth that we need inside the city. It makes things like feel believable, and like it adds this layer of realism. Lorville during the day is very, very polluted, obviously. So when you get into the city, there are very thick layer of clouds. And when you get through these clouds, it's like getting into a new world, in a different world. They cover the top of a building. It's very impressive. They just bring so much to Also sind da jetzt dann dauerhaft diese Wolken drüber? Ich fänd's irgendwie cool, muss ich sagen. Wenn man dann so mal durch die Wolkendecke bricht. the atmosphere. They really, really kind of put that finish on the daylighting. Sunlight doesn't actually always touch the ground. You know, everything's Nice. a little bit in the shade because of the smoke, the smog, the atmosphere. It's so thick. Was auch ein weiterer Vorteil für diesen Wolken ist, wenn die wirklich die ganze Zeit auch die Spitze dieses riesen monolithischen Gebäudes da verdecken, dann wirkt das nicht mehr so platzeinnehmend. Das setzt ja die ganze Stadt in ein ganz komisches Verhältnis. Es ist ja jetzt immer noch ein bisschen so. Einfach durch die Architektur von diesem Gebäude und einfach auch dadurch, dass das so massiv ist, wirken alle anderen Gebäude winzig, auch wenn sie gigantisch sind auch. Und vor allen Dingen, wenn man weiter weg ist, wirkt dadurch diese ganze Stadt super klein, obwohl einfach dieses Gebäude wirklich richtig groß ist. Und das steht halt auch so am Rand. Das ist irgendwie, es macht einen ganz komischen Maßstab einfach von diesem. Ich finde es cool, aber irgendwie hoffe ich, dass, wenn man da jetzt hinfliegt zukünftig, dass man nicht die ganze Zeit den Eindruck haben wird, dass diese ganze Stadt super winzig ist. Und nur dieses eine Gebäude eigentlich da steht und mit so ein paar kleinen Häuschen drumherum. Das war mal so ein bisschen mein Eindruck, wenn ich dahin war. You can't really see. You know, Ja, the horizon, gefährlich you know, dort. how many buildings is there? You know, it's pretty claustrophobic. Even though, you know, it's a giant city, but if you look really far away, you can't really see where it ends because of the atmosphere. Chris did Ja, a great cool. job on the day atmosphere, and it looks very, very
unhealthy, I would say, to be there in that atmosphere for very Ja, long. so The sieht's aus. effects, they did a great job with especially the chimneys, the amounts of smoke that the industrial zones are creating. It really emphasizes the pollution aspect to how they do business in Houston. Lighting definitely with the new atmosphere looks really much different, and it really showcases the ominous feeling of the city. The whole composition of the city works through with lighting just hand in hand. Without lighting, like everything looks a bit flat. And so it's very important in that process to bring kind of the final look, to bring it alive from what the concept art originally kind of said about the location. Ja, nice. Also ich meine, es ging ja jetzt halt wirklich nur um die Optik. Und es scheint sich ja auch jetzt nichts an den Player-Hubs oder an den Wegen oder irgendwie groß was verändert zu haben. Also an den Wegen natürlich, aber so an den Locations und wie die miteinander verbunden sind, glaube ich, das wird einfach identisch sein. Ja. Ja. Ich find's nice, aber ja. Ich habe gedacht, vielleicht geht es jetzt schon ein bisschen mehr auch um überarbeitete Gebäude, die begehbar sind. Vielleicht sogar neue Missionen. Naja. The biggest change from the old Lorville to the new is the scale of those buildings, and they feel much more integrated, lifelike as a city. Ja. And that was one of the reasons at the beginning why we wanted to So ein Unterschied. to change Lorville, was to get like that proper scale throughout the city and that feeling that Also, ja, wenn ihr hier mal guckt, dann. Ihr seht, was ich meine, oder? Diese Gebäude, die da stehen jetzt, auch in der aktuellen Version, sind nicht klein. Aber sie wirken halt im Vergleich zu diesem großen Gebäude so winzig. feeling that basically can make you Und einfach dadurch, dass das auch mehr im Nebel verschwindet. Im Staub. Wie atmosphärisch und geil das jetzt aussieht. Wow. Ich will da sofort hin. Allein dafür freue ich mich jetzt schon auf 3.19. feel like it's a real city. Making the buildings at the correct scale can enable us later to create interiors for those buildings. And so in that sense, Lorville will be ready for that. Getting close to the city, like especially while flying, like Cool, the yes. feeling is just so great. We've lowered the restricted zone as much as we can, and we can really get close to the buildings now. The size Cool. of those windows are like true to real life size of windows. Nice. Guck mal, das sind so Sachen, die finde ich schön zu hören. Es ist jetzt vorbereitet für die Interiors, die Maßstäbe sind korrekt, man kann näher ranfliegen, das sind coole Scale Sachen. of things feels like really good. Level design definitely also plays a role inside the city. We try to make sure that players, if they want to fly their ship around buildings or into some of these areas that we call trenches, level design reminded us to, keep Yes. some openings so that players can move around them easily. On our side, we also made sure that you can navigate in some of those structures. Oh, da ein Rennen. Bitte, bitte, überall in diesen Trenches rennen. Das ist geil. Those trenches, you can do slaloms around those pipelines, and maybe some of those areas could become potential racetracks for the future. Lorville will have like racing opportunities, I think, because now there's like tunnels, there's cranes. Ob das flüssiger laufen wird, weiß ich nicht, aber es ist zu hoffen. Es ist sehr zu hoffen. Ja, Lorville ist wirklich schlecht optimiert. Vermutlich wird es wirklich besser laufen. There's sky bridges. Besser there's, aussehen, like, big aussehen auf straddle jeden Fall. frames, and these can create target points for racing. For me, the greatest thing was seeing the team come together and pitch ideas. Das The muss greatest- ich ja sagen hier. Guckt mal, wie steil diese Rampen sind. Ich finde, die sind immer noch ein bisschen viel zu steil, oder? Für einige Fahrzeuge ist das, also diese Bodenrampen, die meine ich. Ich weiß nicht, hat sich hier an den Gates irgendwas geändert? Keine thing Ahnung. was seeing the team come together and pitch ideas and deliver on those
those challenges and those ideas. It's been a lot of work from every department, and especially in lighting, I think it's been a big project that we've worked on. And there's so much details that's been put on every one of these areas. And I think I'll be really excited to see how people react to this. I think it's something that people have been expecting for. Ah, da habe ich Landepads I'll be really gesehen. excited Landing to see Pads. how people react to this. Da oben sind Landingpads auf dem I Dach. think it's something Und da unten sind Landingpads. Das sehe ich that doch. people have been expecting for a long time. I think for the player, you know, the fact that we can go around these areas, whether it's land vehicles or, you know, we're using spaceships, fly around these structures, I think it's going to be a good experience, yeah. I hope the players Was ich nie ganz verstanden habe, vielleicht könnt ihr mich da auch mal in den Kommentaren aufklären. Damals, Area 18, die ganz allererste Version, da war es ja so gedacht, man landet außen, kommt durch so ein Gate durch und ist dann quasi in der Innenstadt. Jetzt ist es ja in jeder Location so ganz weit voneinander weg, aber man muss trotzdem noch durch so Sicherheitsgates durch, wenn man im Spaceport landet. So. Das heißt, man hat jetzt einen langen Weg, aber okay. Aber dann gibt es überall diese ganzen Landingpads, wo dann keine Sicherheitsmaßnahmen sind. Und ist das so, dass diese Sicherheitsmaßnahmen, die dann offenbar dort, also keine Waffen oder whatever, nach was auch immer dort gescannt wird, dass das wirklich nur stattfindet, wenn man in wirklich den Innenstadtbereich quasi rein will? Und das bedeutet ja dann auch, dann sind dann diese ganzen einzelnen Gebäude, auf denen man landen kann und so weiter, die sind dann nicht mit dem Innenstadtbereich verbunden oder muss man dann dort nochmal durch eine Sicherheitskontrolle durch oder so? Das sind so Sachen, die interessieren mich dann irgendwie. Dauert noch bis dahin und so weiter. Ich weiß, aber das würde mich halt interessieren so. Ist das so gedacht? Oder wurde da überhaupt nicht dran gedacht? Ich will einfach nur wissen, so, wurde das bei diesen ganzen Designentscheidungen von dem Aufbauten schon bedacht, diese Sache? Oder ist das so ein Ding, wo dann wieder irgendwann gesagt wird, ja, das haben wir jetzt leider vergessen, deswegen bleiben jetzt die Armistice Zones doch noch irgendwie und 40 Patches länger, weil wir jetzt nochmal alle 100 Planeten überarbeiten müssen. Nein, so bis dahin werden es natürlich nicht so viele sein, vermutlich. Wäre ja schön, aber wir müssen jetzt nochmal alle Major Landing Zones und so überarbeiten, weil wir haben keine Sicherheitsgates eingebaut bei den ganzen Verknüpfungen zwischen den Einzelgebäuden, Spieler-Apartments, whatever, zur Innenstadt hin. Oder, keine Ahnung, interessiert mich. appreciate the new Lorville, just the sheer scale, and that it feels like you could see Lorville from Avery's station, so it makes it like a big impact, I think. And I hope that the players notice. Ja. So, what did we learn this week? Well, we learned that a landing zone is more than just a three-dimensional Ja, geo nice that- auf jeden Fall. Ist natürlich, wenn ihr es nochmal ohne meinen Kommentar sehen möchtet, wie immer unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank auch an meine Patreons, die alles hier möglich machen, was ich so mache. Vielen Dank.